Die Barrierefreiheit im Web wird immer wichtiger. In Deutschland gibt es die Barrierefreie Informationstechnikverordnung, die für Informationen und Dienstleistungen öffentlicher Stellen gilt. Aufgrund dieser Verordnung gibt es den BIK-BTV-Test, mit dem Webanwendungen auf Barrierefreiheit getestet werden können. Menschen, die eine Einschränkung in der Sicht oder Farbsichtigkeit haben, sind auf ausreichend Kontrast auf Websites angewiesen. In der Bachelorarbeit werden die Kontrastmodi miteinander und auch in verschiedenen Browsern verglichen. Als Grundlage der Tests wurde eine Webseite erstellt. Es gibt 6 Unterseiten, die von der Reihenfolge der Elemente immer gleich aufgebaut ist. Der Unterschied besteht in den Angaben von Vorder- und Hintergrundfarben im Body, die für die Seiten definiert sind. Die Möglichkeiten sind: beides definiert, nur Vordergrundfarbe oder nur Hintergrundfarbe definiert. Um mehr Variation von Farbdefinitionen zu haben verschiedene Abschnitte auf der Seite verschiedene Farben und Elemente. In den Betriebssystemen sind verschiedene Kontrastmodi verfügbar. Dabei gibt es den Tageslichtmodus, den Dunkelmodus und den Modus invertiert immer. Auf iOS und macOS gibt es zudem einen Modus invertiert intelligent. Auf macOS gibt es zudem die Möglichkeit, verschiedene Kontraststufen einzustellen, und auf Windows gibt es 4 vordefinierte Kontrastmodi: Wasser, Abenddämmerung, Wüste und Nachthimmel. Werden die Kontrastmodi in den verschiedenen Browsern ausgeführt, erhält man verschiedene Ergebnisse. Die Browser Chrome, Safari und Edge zeigen die Websites mit den vom Kontrastmodi angegebenen Farben. In Firefox ist das auf Windows im Gegensatz zu anderen Betriebssystemen anders. Die Umsetzung der Farben ist hier davon abhängig, ob die Website eigene Farbdefinitionen hat und ob der Nutzer Farbdefinitionen im Browser definiert hat. Anhand der Screenshots des Kontrastmodis Wasser in den verschiedenen Browsern kann man den Unterschied gut sehen. Bild 1: Chrome setzt die Farben des Kontrastmodus auf der Webseite komplett um. Bild 2: Firefox setzt hier die Farbangaben der Website um. Bild 3: Auf der Webseite wurden keine Farbangaben für den Body gemacht. Darum setzt Firefox hier die Farbangaben des Kontrastmodus um. Wie man sieht, aber auch nur für Elemente, die keine eigene Farbdefinition haben. Als nächstes wurden eigene Bookmarklets erstellt, die die Kontrastmodi von Windows simulieren und dabei das Verhalten der Browser berücksichtigen. Sie können dazu angewendet werden, um die Webseite in den Kontrastmodi zu testen, ohne Einstellungen im Betriebssystem anpassen oder den Browser ändern zu müssen. Es wurde noch ein weiteres Bookmarklet erstellt, das die Farbangaben der Kontrastmodi beinhaltet. Wendet man es auf den Seiten an, prüft es alle Elemente auf ausreichend Kontrast nach den WITK-Kriterien. Das Bookmarklet testet das für die Elemente für alle Kontrastmodi und gibt, falls der Kontrast nicht ausreichend ist, die Information als Title-Attribut aus.